Willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. In dem heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem zweiten Teil der dreiteiligen Serie Bitcoin Crypto Wallets. Und in diesem Fall ist heute die Blue Wallet dran. Blue Wallet ist eine Wallet, die euch Bitcoin, Lightning, die sogenannten Satoshi zur Verfügung stellt, also ein Teil vom Bitcoin, ein Second Layer quasi, der eigentlich überwiegend zum Bezahlen benutzt wird. Und eine gemeinschaftliche Wallet, wo mindestens 2 Leute unterschreiben müssen von 3, damit eine Transaktion ausgeführt werden kann, also eine mehrheitliche Wallet. Die Blue Wallet könnt ihr erhalten für macOS, sie könnt ihr erhalten für Android und für iOS-Geräte. Für Windows ist keine Desktop-Oberfläche verfügbar, für Linux auch nicht. So, installieren wir uns erst einmal Blue Wallet. Ich zeige euch das so kurz auf dem Mac. Ist eigentlich vom Prinzip genau dasselbe. Ich zeige euch dann ganz kurz noch einen Bildschirm vom Handy auch, wie das aussieht. Das ist die Oberfläche, wie ihr es jetzt gerade in den Fotos sieht. So habt ihr es auf dem Mac und so habt ihr es auch auf dem iPad. Da ist das wesentlich übersichtlicher, wesentlich schöner. Aber für unterwegs ist halt das Handy angesagt. Von daher gesehen werden wir uns das auch mal auf dem Handy anschauen. So, dann laden wir uns das kurz runter. So, Blue Wallet ist etwas anderes nach dem Start wie die anderen Wallets. Wir haben hier keinen Setup-Screen, wir haben kein Seed, wir haben keine Einstellung oder sonstiges. Das sind einfach drin. So, jetzt haben wir hier so Add New Wallet und dann haben wir das Plus, dann haben wir das Ganze in Englisch. Jetzt stellen wir uns das erste Mal um, und zwar könnt ihr das über die Einstellungen, gut, man sollte das Ding auch wieder anklicken vorher, über die Einstellung Language Deutsch, erst einmal auf Deutsch einstellen. Dann könnt ihr noch Währung einstellen, die Sicherheit, Netzwerke ist dann interessant, wenn ihr eigene Bitcoin Lightning Node betreibt. Da könnt ihr dann eure Kryptowährungen total absichern auf euren eigenen Serversystem, ohne dass da auch irgendeiner was dazwischen fummeln kann. Das ist also absolut genial. Ihr seid also quasi eure eigene Bank. Dann gibt es noch ein paar allgemeine Einstellungen und das war es eigentlich schon vom Prinzip. So, wie gehe ich jetzt hier vor? Als erstes legen wir uns mal eine Bitcoin Wallet an. So, sagen wir auch Bitcoin. Wir sagen erstellen. Dann bekommen wir hier wieder unsere Seedphrase. Ist klar. Die müsst ihr wieder notieren. Ist auch klar. Und schon haben wir eine Bitcoin Brieftasche integriert. Da haben wir natürlich 0 Transaktionen, ist auch klar, weil was soll man auch haben? Transaktion 0, man kann jetzt hier noch auf Konfigurieren klicken. Dann könnt ihr über Export Backup einen QR-Code erstellen lassen, könnt euch den ausdrucken lassen, könnt euch den speichern. Das ist ein Wiederherstellungsschlüssel, also quasi eure Seed, euer Segwit. Eure 12 Kennwörter sind quasi in diesem hier hinterlegt und ihr könnt, also wenn ihr den habt, auch wieder herstellen, genauso mit den 12 Kennwörtern. Was man sich davon aufhebt, wie man es aufhebt, wie gesagt, ist euch überlassen. Wichtig ist einfach nur, ihr dürft dieses Ding niemals weitergeben, euren Segwit, niemals, niemals, niemals. Geht niemandem was an, ist euer persönliches, privates Geheimnis. So. Und ihr braucht es zum Wiederherstellen. Solltet ihr den Zugriff auf eure Wallet verlieren, und ihr müsst euch ausweisen, dass euch die Kryptos gehören, braucht ihr diesen Segwit Key. So schaut's aus. Ohne den geht gar nichts. So, dann brauchen wir jetzt aber eigentlich nicht. Man kann es jetzt nach oben umbenennen. Das wäre jetzt das eine. Und dann würde ich sagen, versuchen wir uns mit dem Anlegen einer Lightning Wallet. Und das machen wir auf dem Handy. So, jetzt sind wir auf dem Handy in der Blue Wallet und wir sehen jetzt mal, wie das aussieht, wenn man eine Blue Wallet in Benutzung hat. Also wir haben hier jetzt Lightning-Konto, das ist die erste Kachel, die man orange sieht, mit 37.000 Satoshis. Dann haben wir eine zweite Satoshi, also Lightning Wallet, die ebenfalls leer ist, die ist auch immer orange, die ist immer orange. Dann seht ihr hinten nochmal in blau, da haben wir Bitcoin.
in Satoshi jetzt angezeigt, aber das ist wurscht, das kann man sich umstellen. Ich habe es alles in Satoshi angezeigt, weil es für mich einfach übersichtlicher ist und ja, genau. 100 Millionen Satoshi sind ein Bitcoin, damit das mal geregelt ist gleich. So, was wir jetzt machen ist, wir wollen jetzt eine Lightning Wallet anlegen, da gehen wir aufs Plus. Dann meine Wallet, ja klar, kann man was reinschreiben, ich weiß aber, er übernimmt das nicht, man kann das später umbenennen. Das ist so ein kleiner Gag. Dann sagen wir, wir hätten gerne eine Lightning Wallet. Dann können wir jetzt erstellen. Da werdet ihr keinen Seed Case bekommen. Ihr könnt aber einen QR-Code backuppen, den ihr quasi dann als Segwit verwendet. Das ist eure Identifikation, beziehungsweise die Adresse wird auch darunter angezeigt. Das muss man dann entsprechend sichern, genau wie einen Segwit von Bitcoin. Ihr könnt aber den QR-Code von Bitcoin nicht in einer Lightning Wallet integrieren oder andersrum. Ihr müsst Bitcoin für Bitcoin wählen und Lightning für Lightning, damit es von der Verwaltung her einfach stimmt. So, wir wollen jetzt aber anders machen. Erstellen machen wir jetzt noch nicht. Wir machen das mit Importieren einer bestehenden Wallet, weil dann sehen wir nämlich auch so einen Backup-Code. Das sagen wir Wallet importieren. So, hier können wir jetzt unseren numerischen Schlüsselcode eingeben. Den haben wir jetzt natürlich nicht aufgeschrieben, weil wir einen QR-Code haben. Und den kann ich hier unten QR-Code scannen oder Datei importieren. Dann gehe ich auf meine Fotos, dann wähle ich einen Code aus. Das ist jetzt die Wallet, die haben wir jetzt eingelesen, importiert Lightning. Da haben wir jetzt 4 Transaktionen drin stehen, die sind alle schon ein bisschen älter. Das ist, ja. Dann könnt ihr hier diesen eben, wie gesagt, Backup exportieren machen. Das ist dann der Code. Dann müssen wir die Face ID eingeben. Hier unten seht ihr jetzt teilweise ausgegraut den Code. Den könnt ihr euch kopieren. Ihr könnt die ganze QR-Code oder ihr könnt das ganze Bild als solches einfach speichern, ausdrucken, verwahren. Wichtig, bitte genauso behandeln wie den Bitcoin Siki. Das geht niemand was an, ist euer Ding. Nicht weitergeben. Gut aufheben, immer sichern aufheben. Kein Zugriff mehr auf eure Wallet, wenn ihr sie neu einrichten müsst und diese Daten nicht habt. Na, das ist Lightning, das ist hier angezeigt. Dann habt ihr Blue Wallet, das ist ein Code. Steht auch nochmal drunter, Warnung nicht veröffentlichen. Und dann die Adresse, die numerische, also wie gesagt, ihr könnt dann den Code oder die numerische Adresse benutzen. So, das war's zum Thema Blue Wallet. Wir können es jetzt hier noch umbenennen, aber das brauchen wir jetzt auch nicht machen. Eins noch, erhalten ist genauso klar, könnt ihr hier machen. Ne, könnt ihr auch umschalten, sagen, ich möchte gerne so und so viel Dollar haben, ich möchte gerne $2. Dann seht ihr auch schon unten den Betrag umgerechnet in BTC. Also es wird in BTC gegengerechnet, ihr haltet es dann in Satoshi. Gehen wir nochmal raus, senden genau dasselbe, dann müsst ihr jetzt den QR-Code des anderen scannen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte meine Lightning Wallet zur Verfügung stellen, um zum Beispiel YouTube-Spenden zu erhalten oder sonst irgendwas. Da gibt es spezielle Möglichkeiten. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne in den Kommentaren das vermerken. Dann zeige ich euch, wie ihr einen dynamischen QR-Code zum Bezahlen von Lightning erstellen könnt, wo der Bezahler dann automatisch selber festlegen kann, wie viel das er denn zahlen möchte. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist aber vom Prinzip recht einfach. Wenn euch das interessiert, einen Kommentar vermerken. Wenn ihr schon beim Kommentieren seid, hinterlasst auch gerne ein Like, abonniert den Kanal. Und solltet ihr Probleme beim Einrichten haben, generell Computerprobleme, das Ganze nachzuvollziehen, eine Schulung oder ein Training gebrauchen, das Angebot gilt für Privat- und Geschäftskunden. Die Kreis C übernimmt alle Aufgaben dieser Art remote für 25 € die Stunde gegen Auftrag, ohne Vertragsbindung oder sonstige Verpflichtungen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten gehabt's euch wohl und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis dann, ciao.